Wir starten mit dem Wasserthema und ich freue mich extrem, hier Gerhard Wagner begrüßen zu dürfen. Gerhard, du bist promovierter Klimaphysiker, CFA Chartholder und hast eine Erfahrung von über 20 Jahren an den Finanzmärkten mit einem speziellen Fokus auf nachhaltige Anlagen, aber natürlich auch dem Wasserthema, welches dich seit vielen, vielen Jahren eigentlich begleitet. Lass uns mit der ersten Frage starten. Was sind die Herausforderungen in diesem Thema, das uns eigentlich alle beschäftigt, aus Nachhaltigkeitssicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht? Sehr gerne. 2 der 17 UN-Entwicklungsziele haben einen direkten Bezug zum Thema Wasser. Das eine ist das Ziel Nummer 6. Da geht es darum, den Zugang für alle Menschen zum Wasser, zum Trinkwasser zu sichern und zu Sanitäreinrichtungen. Und das Ziel Nummer 14, da geht es darum, um Schutz der Ozeane, um Schutz des Lebens unter Wasser. Und das sind die beiden UN-Entwicklungsziele, die direkten Bezug haben zum Thema Wasser. Die Wassernachfrage senken und die Wassernachfrage vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Wie kriegst du das hin über die Zeit und was sind die Implikationen in diesem Bereich? Die Herausforderung ist ja, wirklich das Trinkwasser für alle Menschen bereitzustellen. Wenn ich zum Beispiel an New York denke, da geht es darum, dass wir 20 Millionen Menschen ständig mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Das ist eine enorme Herausforderung und wir müssen das Abwasser von New York oder von dieser Industrie in New York so sauber kriegen, dass die Ozeane nicht verschmutzt werden. Wenn wir jetzt aber mittelfristig schauen, dann geht es auch darum, dass wir die Nachfrage mit dem Wasserangebot in Einklang bringen. Das Wasserangebot, das erneuerbar ist, das sind ungefähr 4000 Kubikkilometer. Das ist das Wasser, was uns zur Verfügung steht aus den Flüssen. Die gegenwärtige Nachfrage nach dem Wasser ist bei 4300 Kubikkilometer ungefähr. Das ist, wenn man sich vorstellt, ein Würfel mit einer Seitenlänge von 16 Kilometer, zweimal der Everest. Jetzt ist das Problem, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Wassernachfrage kontinuierlich angestiegen ist. Wenn das so weitergeht wie in den letzten 20, 30 Jahren, dann werden wir im Jahr 2050 eine Wassernachfrage von 5500 Kubikkilometer haben. Und dieses Delta, die 1500 Kubikkilometer, die man hier auf der Grafik sieht, die werden dann bedient über Grundwasserspeicher. Aber das ist nicht nachhaltig, weil die werden dann irgendwann entleert werden. Die große Herausforderung ist damit, die Wassernachfrage vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln, damit ungefähr die Nachfrage dem Angebot entspricht. In der Größenordnung von 4000 Kubikkilometer. Du sprichst von Angebot und Nachfrage, du sprichst ganz klar von einem Defizit und entsprechend einer Wasserkrise, auf die wir uns langsam aber sicher hinbewegen. Also eine sehr große Herausforderung, die eigentlich nach Lösungen schreit, die entsprechend auch ein Wachstum mitbringen können. Was sind die Investitionsbereiche im Thema Wasser, die aus deiner Sicht besonders relevant sind und von Interesse sind aus Anlagesicht? Wir haben 3 Bereiche. Wir haben Wassertechnologie, Wasserversorger und Wasserschutz. Also bei der Wassertechnologie geht es darum, welche Produkte helfen, das Wasser effizient von der Wasserquelle zum Verbraucher zu bringen und das Wasser auf diesem Weg zu reinigen, damit es eben Trinkwasserqualität bekommt. Und auch noch das Abwasser dann wieder so zu reinigen, dass es zurück in die Flüsse und in die Meere abgeleitet werden kann. Die Wasserversorger sind die Unternehmen, die dann die Wasserinfrastruktur betreiben. Die haben eher einen defensiven Charakter. Und wichtig ist dann noch das gesamte Thema Wasserschutz. Wenn wir zum Beispiel daran denken an Mülldeponien, da ist es absolut zentral, dass keine Chemikalien von den Mülldeponien im Grundwasser landen. Und deswegen muss das sehr gewissenhaft gemacht werden. Und alle Unternehmen, die einen Beitrag leisten, die Wasserreserven zu schützen, die sind auch interessant als Anlagethema. Die 3 Bereiche machen absolut Sinn entlang der, ich sage jetzt mal, Wasserwertschöpfungskette, was uns natürlich aus Anlageperspektive besonders interessiert, weil auch die Charakteristiken ja unterschiedlich sind, wie du es erwähnt hast. Was sind die Wachstumsaussichten und Wachstumschancen entlang dieser 3 Investitionsthemen im Bereich Wasser? Faszinierend ist, dass es eigentlich in allen Bereichen überdurchschnittliches Wachstum gibt im Vergleich
zum globalen Wirtschaftswachstum. Ich fange mal an, auf der Grafik sieht man das bei der Wassertechnologie. Ich habe dort 3 Unternehmen erwähnt. Xylem, das ist ein Unternehmen, was zum Beispiel Pumpen herstellt, um Wasser zu transportieren von A nach B. Lindsay ist ein Unternehmen, die machen Tröpfchenbewässerung oder Bewässerung für die Landwirtschaft, und Badgermeter stellt Wasserzähler her. All diese Firmen wachsen im Bereich von 6-8% über die nächsten 2 Jahre, und wir erwarten dieses Wachstum auch mittelfristig. In der Mitte sieht man Wasserversorger. Das erste ist ein amerikanischer Wasserversorger, American Waterworks, Sabes, ein großer Wasserversorger aus Brasilien. Und auch diese beiden Wasserversorger wachsen deutlich mehr als das globale GDP, weil eben die Wassernachfrage oder die Nachfrage nach gut gereinigtem Wasser steigt. Und das letzte ist Wasserschutz. Da ist es eben auch die Beratung von Unternehmen, wie eben das Wasser besser geschützt werden kann oder nach Geschäftsmodellen. Das ist auch ein überdurchschnittliches Wachstumsthema. Tetra Tech ist ein bekanntes Unternehmen, das berät Unternehmen im Umgang mit der Ressource Wasser. Auch da sehen wir überdurchschnittlich starkes Wachstum. Du hast die Wasserqualität angesprochen, die natürlich gekoppelt ist mit dem Wasserschutz. Kannst du dort ein bisschen abtiefen und uns noch mehr Insights geben? Es gibt ganz verschiedene Bereiche, verschiedene Herausforderungen bezüglich Wasserqualität. Ein neues Thema, für Experten nicht neu, aber in der Öffentlichkeit wird es jetzt weiter, sind sogenannte PFAS. PFAS steht für per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen. Schwieriger Begriff. Das sind langlebige, toxische Chemikalien, die eigentlich natürlich in der Umwelt nicht vorkamen. Die kamen durch unsere chemischen Prozesse, sind die in die Umwelt gelangt. Jetzt ist das Problem, oder man hat erkannt, dass die krebserregend sein können, und deswegen ist das Ziel, dass die im Trinkwasser unter einem Schwellenwert sind. Insbesondere die Umweltbehörde in den USA hat da sehr hohe Standards. Und jetzt geht es darum, dass man wirklich über das ganze Land es hinbekommt, dass das Wasser, das Trinkwasser wirklich befreit ist von diesen PFAS-Verunreinigungen. Und da gibt es eigentlich 2 Prozesse. Jetzt kann man schauen, von welchen Wasserreserven bekomme ich das Trinkwasser, dass die eben noch nicht verunreinigt sind. Oder wenn sie verunreinigt sind, brauche ich zusätzliche Reinigungsstufen, um dann eben die Trinkwasserqualität hinzubekommen. Das ist ein Beispiel einer neuen Herausforderung im Umgang bei der Wasserreinigung. Gut, wir haben verstanden, das Thema Wasser ist aus Nachhaltigkeitssicht eine extrem wichtige und relevante Herausforderung. Entlang der Bereiche Technologie, Versorgung und Schutz haben wir unterschiedliche Charakteristiken mit auch Wachstumsopportunitäten. Wenn du das alles zusammenziehst, Gerhard, was macht das Thema einzigartig? Das Faszinierende für mich ist, es gibt kein Substitut. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 50 Jahren wird unser Bedürfnis immer gleich sein. Wir wollen sauberes Trinkwasser aus den Wasserhähnen bekommen. Und deswegen ist es eigentlich ein sehr, sehr defensives Investmentthema, was nicht gefährdet ist durch disruptiven Wandel. Aber es wird ein Wachstumsthema bleiben, weil das Reinigung des Trinkwassers und der Abwässer immer anspruchsvoller wird. Wenn wir von der Umsetzung sprechen, auf der Anlageseite, was am Schluss wo liegt der Fokus auf dem Anlageprozess und was macht diesen einzigartig aus deiner Sicht? Also wir suchen beim Anlageprozess Firmen, die über die Zeit ihren fairen Wert, sagen wir, in der Finanzindustrie steigern können. Wie geht das? Wir brauchen überdurchschnittliches Wachstum und überdurchschnittlich attraktive Kapitalrenditen. Oder genauer müssen die Kapitalrenditen über den Kapitalkosten liegen. Das Wachstum finden wir über diesen Themen Research. Wir sagen, wo sind die größten Herausforderungen beim Reinigen vom Wasser? Und dann tiefen wir ab und schauen, welche Technologie hat das stärkste Wachstum, um zum Beispiel PFAS vom Trinkwasser zu trennen. Was macht das Thema Wasser einzigartig in unserer Umsetzung und auch generell unsere Themenanlagen? Also wir schauen eigentlich auf 3 Säulen in unserem Anlageprozess. Das erste ist, wir wollen, dass das Thema Wasser der Treiber ist für profitables Wachstum bei dem Unternehmen. Also die Lösungsbeiträge damit wir die Wasserproblematik in den Griff kriegen. Dann haben wir bei unseren allen Anlagen, bei unseren Bottom-up-Analysen einen Nachhaltigkeits-Approach. Also wir machen ESG-Integration bei der Titelselektion. Also wir schauen auch nach sozialen Kriterien. Und wichtig bei der Nachhaltigkeit, alle unsere Fonds
haben ein Klimaziel. Also die Unternehmen, in die wir investieren, die senken über die Zeit ihre CO2-Emissionen in dem quantitativen Maß, wie es notwendig ist, damit das Pariser Klimaabkommen erreicht wird. Wichtig ist, wir sind risikobewusst. Das heißt, jede unserer Investitionen ist einer Finanzanalyse, einer internen Finanzanalyse durchgelaufen. Wir diversifizieren über verschiedene Geschäftsmodelle. Wir wollen nicht mehr als 2 ähnliche Geschäftsmodelle im Portfolio haben. Und wichtig, über den Wirtschaftszyklus können wir zwischen defensiven Wasserversorgern und zyklischen Wassertechnologieunternehmen die Gewichte verändern und so uns optimal an das wirtschaftliche Umfeld anpassen. Ich sehe, der Wasserfonds, wie auch alle anderen Themenanlagen, sind natürlich Artikel 9 SFDR klassifiziert. Jetzt, wenn wir uns das Portfolio der Titel dann anschauen, die in einem Wasserfonds enthalten sind, was sind die wesentlichen Aspekte im Kontext der Portfoliokonstruktion, die du als Portfolio-Manager beachtest? Also wichtig ist, das wichtigste Punkt ist Qualität, das habe ich erwähnt vorher. Die Kapitalrenditen müssen höher sein als die Kapitalkosten. In der Portfoliokonstruktion orientieren wir uns am MSCI World bei der Regionzusammensetzung. Also der Großteil des Portfolios ist in Amerika. Im Vergleich zum MSCI World haben wir aber ein Übergewicht bei klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen. Warum? Weil dort das Thema Wasser, die Lösungsbeiträge für die Wasserherausforderung direkt abgebildet werden in dem Profitwachstum der Unternehmen. Jetzt zusammenfassend und abschließend, was spricht für das Konzept und was macht es aus und wieso sollten die Anleger sich dem Thema Wasser mehr widmen? Also wir investieren, wie ich schon erwähnt habe, in Unternehmen, die wegen dem Beitrag zum Wasserschutz profitabel wachsen. Das Attraktive im Wasserbereich ist, dass wir heute wissen, dass auch in 5, 10 oder 50 Jahren wir sauberes Trinkwasser haben wollen und die Abwässer reinigen müssen. Damit ist es ein defensiver Sektor, der aber überdurchschnittlich wächst, weil die Reinigung vom Wasser wird immer anspruchsvoller. Gerhard, ganz herzlichen Dank für deine Ausführung zu einem äußerst spannenden, langfristigen Thema.